Servus YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Guide. Heute machen wir mal ein bisschen Lost Tunnel Hard. Es sind nur ein paar Stages. Also es sind, glaube ich, 5 oder 6 Stages, die ich aufgenommen hatte. Die habe ich jetzt schon seit knapp 2 Monaten oder so auf meinem Rechner und ich dachte, komm, ich packe die jetzt einfach mal als Teil 1 rein und versuche dann jetzt so die nach und nach die ganzen Stages, die schwer sind, für euch hier quasi hochzuladen, um euch zu zeigen, wie schnell oder wie einfach ihr die Stages auch easy selber schaffen könnt im Hard-Bereich. Das hier ist Stage Feuerbär, glaube ich, der Boss. Das war vor 2 Monaten auf Stage 60. Da hatte ich dieses Team genommen. Ich habe komplett auf Damage gespielt. Ihr könnt auch die Geschwindigkeit ein bisschen runter machen, falls ihr das genauer sehen wollt. In dem Fall, ihr geht voll auf den Schaden beim Bären. Ihr könnt auch hier selber sehen, er wie schnell sein sollte. Also im besten Fall macht ihr euren Dark Riesen auf 100% Accuracy. Also versucht wirklich alle eure Elements, die Genauigkeit brauchen, auf 100% zu bauen. Auch hier wieder Stage 70 mit dem Dunkel, Magier würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, alle Genauigkeiten auf 100% zu packen. Den Baum Irrlichtfänger würde ich sogar auf Schlagen bauen, weil das Ding ist, die Debuffs, die er landet, werden auch auf andere Leute ja übertragen durch die Passive und dazu zählt auch lustigerweise das Betäubungsset vom Schlagen, also vom Irrlichtfänger. Mega cool. Hier ganz mal das Team, was ich hier genommen habe. Also das ist meistens so Standard bei mir. Also Dunkel Nurse, Irrlichtfänger und Dark Riese sind immer dabei. Nur die zwei rechts ändern sich halt. In dem Fall gehen wir auf Dodos, weil besser. Schaden. So, dann kommen wir zu dieser Stage. Die Stage ist ziemlich nervig für viele. Hier einfach nur den Dark Joker rein und fertig. Also ihr seht genau das gleiche Team wieder. Baut sie tanky, baut sie auf Accuracy. Ihr müsst hier in dieser Stage nur die in der Mitte, die Dark, also die Dunkel-Okkult-Tänzerin legen. Den Rest macht der Joker. Also der Joker macht das komplett alleine. Es kann mal passieren, dass ihr dann vielleicht noch einen Try braucht, weil der Dark Joker von der Dunkel-Okkult-Tänzerin angegriffen wird und getötet wird. Kann passieren, aber in den meisten Fällen, so wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist es einfach, also Doppelklingen werden den Dark Joker targeten, weil er weniger HP hat. In dem Fall bei mir ist er nur Level 50 sogar. Baut den einfach auf Crit Rate, Crit Damage. HP ist nicht wichtig. Er sollte auf jeden Fall nur zumindest überleben. Der Rest versucht wirklich auf jedes einzelne Element mindestens 10.000 HP draufzupacken und 100% Accuracy draufzupacken, damit sie auch ihre Sachen landen. Im idealsten Fall muss ich ehrlich sagen, ab Stage 80 oder so sind sogar mehr Accuracy nötig, um 100% zu targeten, aber in den meisten Fällen reicht 100% Accuracy aus. Wenn ihr natürlich mehr schafft, dann umso besser, aber priorisiert auf jeden Fall 100% und auf jeden Fall mindestens 10.000 bis 12.000 HP auf jeden Support-Element, also auf der Krankenschwester, auf den Riesen, auf dem Irrlicht. Meine ist nur Level 50, also da geht auf jeden Fall noch mehr. Genau, und ansonsten speedtechnisch sollten sie so bei 100 Speed sein. Plus 100 Speed. Meine Dunkelkrankenschwester ist sogar weniger. Die hat, glaube ich, nur plus 70 oder so. Also ist völlig fein. Und ihr seht, also die Dinger machen sich selber tot. Es ist völlig super easy mit dem Dark Joker. Es ist, ja. Ihr müsst nur bis zur Stage kommen, die Dark Okkulttänzerin weghauen und dann easy peasy, ich sag, ja. Dauert halt jetzt so ein bisschen länger. Ich glaube, der Kampf hat regulär 9 Minuten gedauert. Irgendwie sowas. Aber ich meine, hey, die Stage ist damit einfach ganz entspannt zu machen. Ich glaube, es gibt auch eine Stage, wo der als Boss ist. Da würde ich auch den Dark Joker empfehlen. Ihr müsst nur die ganzen Minions C10 stunnen, killen und der Dark Joker macht seinen Job dann mit dem Rest. Ist super easy. So, ich glaube, das war's. So, und hier sind wir bei der Söldner unter Wasser. Genau wie das gleiche Team. Wir haben jetzt nur die Puppentänzerin
Künstlerin ausgetauscht, um einfach alle in CC zu halten, Pushbacks zu machen und ihr seht, es ist super entspannt. Solange die Lichtbarbaren unbewusst haben von dem Irrlichtfänger, ist das super einfach. Also, da passiert nix. Ihr seid dauernd am Pushbacken, ihr macht Damage die ganze Zeit auf sie. Ihr versucht wirklich nur die Lichtbarbaren auf Unbewusstheit zu lassen, damit sie nicht ihre Passive procken, weil wenn sobald die Passive droppt, ist es halt vorbei. Es kann sein, dass ihr 2 3 Tries braucht. Kann passieren, ist da also hart. Lost Tunnel ist nicht einfach und ihr werdet nicht alles auf Anhieb schaffen. Ist normal, damit müsst ihr rechnen. Aber in den meisten Fällen sind diese Teams super stark dafür und, damit werdet ihr es auch irgendwann früher oder später schaffen. Und das ist jetzt Stockwerk 80. Das heißt, ich glaube, jetzt in dieser Rotation ist es sogar nicht mal so hoch. Und ich glaube, auch in der nächsten Rotation wird sie auch nicht so hoch sein. Aber das sind auf jeden Fall schon mal die Stages für mein irgendwann früher oder später werden die wieder hochkommen, weil die rotieren ja einmal immer alle durch. Das heißt, wenn sie mal auf 80 sind, dann nächsten Monat 90, dann nächsten Monat 100 und dann nächsten Monat wieder 10, dann 20, 30, 40, 50 und dann es geht halt einmal komplett durch. Deswegen ist es schon mal gut zu sehen, wie diese Stages gemacht werden, auch wenn sie jetzt vielleicht jetzt nicht so stark sind. Ähm, in Teil 2 werde ich dann gucken, dass ich vielleicht die nächsten Dungeons Parts mal gucke und dass ich zumindest irgendwann alle ich glaube 10 Stages werden's bestimmt sein und die Unterstages werden dann 85 die 5er Zahlen sein. Die werde ich auch irgendwann früher oder später mal auf hochladen. Aber damit habt ihr schon mal ein paar der Bosse super easy geschafft. So, und da sind wir schon bei Stage 85, habe ich auch anscheinend aufgenommen. Genau das gleiche Team. 1:1. Ist genau das gleiche Team. Hier auch alle in CC halten, versuchen natürlich die Unbewusstheit auf die Dunkeldodos zu packen. Ähm, ja, also hier seht ihr auf jeden Fall mein Lichtfänger ist Level 50, überlebt halt nicht lange. Wenn ihr den auf 60 habt, dann seid ihr auf jeden Fall besser dran, sicherer. Ja, und dann macht ihr Slow and Steady auch den, Dunkel Dr. Evil down. Er ist einfach keine große, ähm, Drohung für euch. Das Einzige, was problematisch bei ihm ist, ist einfach nur seine Passive, wenn er mal drankommt. Deswegen versucht ihr ihn natürlich unter so zu halten, dass er nicht drankommt und ja, es funktioniert ohne Probleme. Solange ihr alle über 100% Accuracy habt, ist das kein Problem. So, schön heilen, Speed Buff, Unwissenheit auf den Dodos, die sind ganze Zeit gestunt. Alles tippitoppi. Dauert halt nur. Habe ich Ja, ich habe die Geschwindigkeit zwar hochgestellt, aber es fühlt sich trotzdem sehr langsam an, ne? Ja, was kann ich da so lange nebenbei erzählen? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr spielt gerne Element Vision. Also, ich spiele es immer noch sehr gerne. Ich merke schon, dass bei dem einen oder anderen schon die Motivation fehlt. Auch bei mir in der Gilde merke ich schon, dem einen oder anderen spielt nicht mehr so aktiv, wie er davor gespielt hat. Ähm, Komfort ist es halt momentan ein bisschen Stille. Es ist nicht viel los. Gibt halt nicht viel zu tun. Ähm Ich hoffe, dass es mit dem nächsten Update besser wird, vor allem mit dem nächsten Dungeon-Modus. Mal gucken wir mal. So, Stage 90 bei der Dunkelratte. Die Dunkelratte super easy mit dem Baseballschläger. Oh, Dome, weiteren. Super easy. 30% kriegt so nur Schaden. Sie wird nur von der Ratte getarget. Der Rest muss einfach nur im CC gehalten werden. Die Wasserrobos müssen Unbewusstheit bekommen vom Irrlichtfänger und von der Kriegskrankenschwester, sodass sie halt nicht die Debuffs entfernen. Sobald ihr die gelandet habt, ist es auch ganz free. Also, ja. Aber ihr könnt sehen, also ich benutze wirklich fast 1:1 immer das gleiche Team. Dark Krankenschwester, Feuerdodo, Dunkel Riese und Raumirrlichtfänger. Und das letzte Limon wird halt immer ausgetauscht. Entweder ist das die Puppenkünstlerin, dann mal der Dark Joker oder die Dome-Fighterin. Und auch für die anderen Dungeons, die ihr vielleicht machen werdet,
die ich jetzt nicht hochgeladen habe, könnt ihr davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich genau das gleiche Team wieder benutzen werde und nur als Letztes, ähm also den letzte Unit austauschen werde. Das war's. Mehr gibt es da nicht zu tun. Also, es ist eigentlich ziemlich entspannt. Ähm, ja, viel müsst ihr da nicht können. Der Kampf wird jetzt nur ewig dauern, weil wir hier erst mal die ganzen Ads killen müssen. Was heißt müssen, aber haben keine andere Möglichkeit wegen der Tarnung. Das ist halt bisschen nervig an der Ratte, weil die Ratte hat ja das Problem, wenn sie die Tarnung drauf hat, können wir ihn nicht targeten. Bedeutet, wir müssen erst alle Ads töten, damit die Tarnung nichts mehr bringt. Ist einfach leider so, aber gut. Dauert halt 'n bisschen länger. Ich glaube, der Kampf hat 9 Minuten gedauert. Schon heftig. Ja, damit sollte die auf jeden Fall good to go sein. Also, genau mit diesem Team auch dann Stage 100 damals gemacht. Ich glaube, mit dem Dark Barbaren. Der Dark Barbar war halt echt das Schlimmste, also die schlimmste Stage, weil es waren, glaube ich, 3 Dark Barbaren. Der Boss war, glaube ich, 'n Baumbarbar oder so. Da muss man halt alles auf 0% Crit Rate bauen oder war der Boss auch Dark Barbar? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. Muss man halt alles auf 0% Crit Rate bauen, also zumindest versuchen, weil man hat ja passiv Crit Rate, das ist halt das Problem gewesen. Ähm, aber hat irgendwann dann geklappt. Ich glaube, mit dem Mann im Harnisch. Wenn ihr den Mann im Harnisch habt im Wasser, benutzt den. Super stark. Da könnt ihr ja die Dodo-Reiterin austauschen, ihr könnt, in dem Fall vielleicht den Riesen würde ich nicht austauschen, weil er ist auch zugleich 'n Healer. Aber ich glaube, da würde ich die Dodo-Reiterin austauschen und dann seid ihr auch good to go. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich immer gerne über Likes und Comments und Abos. Ähm, ich hoffe, ihr verliert eure Motivation nicht und bleibt dran. Macht immer noch Spaß. Ich werde euch immer noch versuchen, Content zu liefern. Klar, jetzt ein bisschen weniger, jetzt vielleicht 2 bis 3 Videos die Woche, aber ich bin da und werde immer noch weitermachen. Wir sehen uns.